Hallo, mein Name ist Charlotte und ich bin Landwirtin. In diesem Video zeige ich dir, warum Hygiene bei der Spargelernte so wichtig ist und worauf du achten solltest. Bei der Spargelernte erzeugst du ein hochwertiges Lebensmittel. Deshalb steht Hygiene immer an erster Stelle. Das Thema ist aber vielschichtiger als du denkst. Es fängt bei deiner Gesundheit an. Du solltest nur mit Lebensmitteln arbeiten, wenn du dich ganz gesund fühlst und keine Krankheitssymptome oder meldepflichtigen Krankheiten hast. Eine Übersicht und nähere Informationen findest du zum Beispiel auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Solltest du dich unwohl fühlen, sage bitte deinem Vorgesetzten Bescheid. Bei deiner Kleidung solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass sie deine Arme und deine Beine vollständig bedeckt, um eine Verunreinigung des Spargels durch Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Bevor du mit der Arbeitsvorbereitung beginnst, ist es wichtig, dass du deine Hände und deine Unterarme wäschst, mit Papierhandtüchern abtrocknest und gründlich desinfizierst. Desinfektionsmittel können ihre volle Wirkung nur dann entfalten, wenn deine Hände richtig trocken sind. Sollten deine Hände bei der Desinfektion noch feucht sein, wird das Desinfektionsmittel verdünnt und wirkt nicht richtig. Schnittverletzungen oder offene Wunden solltest du mit dafür vorgesehenen Pflastern vernünftig abdecken. Alle wichtigen Hinweise zu den Themen findest du auch auf den Hygieneaushängen auf deinem Betrieb. Bevor du gleich aufs Feld fährst, solltest du darauf achten, dass deine Arbeitsutensilien sauber sind. Am besten reinigst du sie jeden Tag nach der Arbeit. Bei der Arbeit gibt es 2 Dinge, die du beachten solltest. Der Betrieb, auf dem du arbeitest, muss dir am Feld oder in unmittelbarer Umgebung eine Toilette und eine Möglichkeit zum Händewaschen bereitstellen. Achte darauf, dass du deine Hände mindestens 30 Sekunden lang gründlich wäschst, um eine ausreichende Reinigung sicherzustellen. Deine Pausen zum Essen, Trinken oder Rauchen machst du nur in dafür vorgesehenen Bereichen. Häufig gibt es dazu einen Platz am Feldrand mit Sitzgelegenheiten und Getränken. Das ist wichtig, um eine Verunreinigung des Spargels zu verhindern. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie solltest du zusätzlich einige Dinge beachten. Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft oder über kontaminierte Hände auf die Schleimhäute in Mund, Nase oder Augen übertragen. Deshalb ist es wichtig, dass du dir vor und nach jeder Pause ausgiebig die Hände wäschst, abtrocknest und natürlich versuchst, dir nicht ins Gesicht zu fassen. Außerdem solltest du jederzeit einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen einhalten und eine Gruppenbildung, vor allem in der Pause, unbedingt vermeiden. Niese und huste bitte immer in ein Taschentuch oder deine Armbeuge und vermeide unbedingt eine Kontamination des Spargels oder anderer Personen. Solltest du Fieber oder ähnliche Krankheitssymptome bekommen, verlasse bitte sofort das Feld und informiere unverzüglich den Landwirt und deinen Hausarzt. Bei der Hygiene solltest du also einiges beachten. Arbeite nur, wenn du dich wirklich gesund fühlst. Trage angemessene Kleidung. Wasche dir regelmäßig die Hände und decke Verletzungen mit Pflastern ab. Und mache deine Pause nicht auf dem Feld, sondern auf den dafür vorgesehenen Plätzen. Der Betrieb, auf dem du arbeitest, hat zu diesem Thema ein Formular vorbereitet, auf dem du mit deiner Unterschrift diese Hygieneschulung bestätigen musst. Du weißt jetzt, welche hygienischen Vorkehrungen du für deine Arbeit auf dem Feld treffen solltest. Im nächsten Video geht es um Arbeitskleidung und Arbeitsschutz.